Das dritte Produkt ist das Airgundy Waffenschmieröl. Das würde ich dir auch gerade mal in die Hand geben. Dankeschön. Als allererste Frage fällt mir dazu ein, das ist ja ein Mini-Fläschchen, das sind 8 Milliliter, normalerweise Ölflasche, da gib ihm 200 Milliliter. Wieso so klein? Wie lange hält es oder was fange ich damit an? Das ist genau die Frage, was will ich damit machen? Wir wollen schmieren. Wir wollen nicht reinigen, wir wollen nicht alles zupflastern, wir möchten schmieren. Wir haben hier ein extrem gutes Schmieröl, nicht zum Reinigen, nur zum Schmieren. Und das brauchen wir nur in winzigen Mengen, in Tröpfchen quasi. Und deswegen kann man das mit diesem Präzisionsölstift sehr, sehr gut anbringen und sehr, sehr gut anwenden und sehr, sehr sparsam verwenden dann auch. Was wir mit dem machen ist, wir können mit dem Punktöler, mit dem Nadelöler, können wir die zu schmierenden Teile leicht einölen, dass die einfach gut laufen, weniger Verschleiß, kein Verschleiß, keine Funktionsstörung mehr haben, durch einfach gute Schmierung. Okay. Was sorgt dafür, dass das so gut schmiert? Die Inhaltsstoffe natürlich, dass wir sehr, sehr viel Keramik verwenden und vor allem auch ein sehr, sehr gutes Keramik haben, was durch die elektrische Ladung, die es hat, sich immer wieder zusammenzieht. Und somit sind wir, was die Druckbeständigkeit angeht, sehr, 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 sehr gut mit dabei. Und deswegen auch eine sehr, sehr lange Schmierung ermöglichen. Ja. Vielleicht zeigst du das gerade mal, also wir werden sie nicht komplett durchladen, aber an welchen Teilen? Wir haben jetzt hier mal eine alte Pistole. Genau, also die Teile, die bewegt werden, das sind jedenfalls die Scharniere hier und hier die Lager, die müssen wir schmieren. Ja. Mit der Zeit könnten die sind ausgeschlagen sein, die ist jetzt natürlich sehr wenig verwendet worden, deswegen noch sehr gut. Aber gerade diese Scharniere und Lager, die müssen geschmiert werden. Bei anderen Waffen natürlich alles, was sich bewegt, der Verschluss, die ganzen Aufnahmen, bei halbautomatischen auch die Verschlüsse, die sich bewegen. Bei den Luftdrucksachen dann teilweise auch die Kolben müssen geschmiert sein. Je nachdem, wie das System dann ausschaut, muss man dann ein Fett oder ein Öl nehmen. Überall, wo ein Fett nicht reinpasst, nehmen wir das Öl. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, also dass man das dann eben für die engen Stellen und wo es nicht reinpasst mit die anderen Sachen. Ja. Ich mache das einmal kurz hier rein. Hier hat jetzt ein Fett keinen Platz, deswegen nehmen wir hier das Öl. Ja, das fließt dann da innen rein. Wie viel war das jetzt ungefähr? Ein Zehntel Milliliter, wenn überhaupt? Wahrscheinlich, ja. Ja. Und läuft. Sehr gut. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges dazu zu sagen zu dem Öl? Ja, also die Inhaltsstoffe natürlich sind ein bisschen speziell, deswegen auch sehr, sehr, sehr sparsam anzuwenden. Wir haben keine Lösemittel im Öl drin, heißt wir können natürlich damit nicht reinigen. Gleichzeitig aber auch haben wir natürlich so ein Öl hergestellt, was den Aggregatzustand nicht verändert. Das heißt, es verdunsten keine Lösemittel, es bleibt genauso wie es ist und das bei allen Temperaturen, bei allen Gegebenheiten hält es unglaublich lange. Kann es sein, dass es dann verklebt oder irgendwas? Oder? Das nicht. Es gibt Öle, die verkleben würden oder verharzen würden. Verwachsen kann man auch sagen, weil Paraffine drin sind, also eigentlich Wachsbestandteile drin sind. Haben wir bei uns nicht, weil wir ein reines Schmieröl haben. Das heißt, wir haben da eine vollsynthetische Bestandteile drin und keine pflanzlichen oder tierischen Produkte mit drin. Das heißt, die würden, nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Pflanzenöl oder sowas, das würde vielleicht austrocknen mit der Zeit. Haben wir hier nicht, passiert bei uns nicht. Und man hat gesagt, wenn ich jetzt, natürlich ist es hauptsächlich für den Bereich Waffen zum Anwenden, aber angenommen, ich habe sonst kein anderes Öl daheim und habe irgendwas, was quietscht oder sonst irgendwas, kann ich das da auch verwenden? Oder? Genau, also man täuscht sich, diese 8 Milliliter halten sehr, sehr, sehr lange. Also ich habe zum Beispiel mit zu Hause alle Türscharniere, alle Türschlösser, alle Messer sowieso, alle Scharniere, also alle Klappmesser oder Springmesser sind alle mit dem geschmiert, funktioniert sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Okay, super, also ist es sozusagen noch ein zweiter Anwendungszweck, aber natürlich erstmal für eure Gewehre, Luftgewehre, Luftpistolen gedacht. Genau, Hauptvorteil von diesem Schmieröl ist die Temperaturbeständigkeit. Die brauche ich natürlich beim Türscharnier nicht so, das stimmt, ja. aber bei einer Waffe natürlich wird es immer ganz schnell heiß, auch durch die Reibung, auch vor allem in den Luftdruckwaffen. In den Kolben kann es dann punktuell mal kurz sehr heiß werden. Das ist immer gut, wenn man ein Produkt verwendet ohne Lösemittel, dass diese eben nicht verdampfen würden. Da gibt es ja oft diesen Dieseleffekt sozusagen, nennt sich das genau. Und den hättest du dann mit so einem Öl nicht. Genau. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich glaube, das ist gerade in der Luftgewehrgemeinde ist dieses Dieseln sehr, sehr weit verbreitet. Das kennt mittlerweile jeder, wenn dann so richtig was mit Pfeffer rauskommt und die ganze Wohnung stinkt. Das ist dann der Dieseleffekt und den hättet ihr euch damit gespart.